useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit Guan Yu beschäftigen und ich möchte euch zeigen, welche Openfield Talent Trees ihr für ihn nutzen könnt und wo die Unterschiede sind, wann sollte man welchen nutzen. Ich fange damit mit meinen 2 Favoriten an, die ich gerne spiele, je nachdem mit wem ich ihn paire. So, das ist mein aktueller Openfield Talent Tree. Grundsätzlich erstmal, warum gehe ich wohin? Also, ich nutze den Infantry Tree, nehme ich fast komplett mit. Warum tue ich das? Zuerst, der letzte Skill hier ist mega gut, weil er uns überall, also von Attack, Verteidigung, aber auch Leben, jeweils 2,5% Stats gibt. Das heißt insgesamt 7,5% Stats, die wir hier einfach nur bekommen. Des Weiteren haben wir hier links 6% Infanterie-Leben. Wie wir wissen, gerade auf dem Equipment weiter hinten im Infanterie-Equipment-Bereich haben wir wenig Leben. Daher nehme ich hier auf jeden Fall das Leben mit. Hier gibt es noch 1% Verteidigung und hier noch 1% Leben, die ich alle mitnehme. Jetzt kommen wir zum Skill-Tree-Teil. Den kennen wir von früher etwas anders, da hat man deutlich mehr mitgenommen. Wie ihr aus anderen Videos wahrscheinlich schon kennt, nehmen wir Latent Power. Den nehmen wir nicht mit dazu. Weil es handelt sich hierbei um additiven, also um zusätzlichen Skill Damage. Wir haben aber aktiven Skill Damage, nicht zusätzlichen. Deswegen würden unsere Skills sich hierdurch nicht verbessern und deswegen nehmen wir den nicht mit. Es wird in diesem Spiel immer viel davon gesprochen, dass man viel Wut haben möchte. Aber Overagen ist auch nicht sinnvoll. Daher benötigt man mit Guan Yu Feral Nature auch einfach nicht, weil der nicht gut funktioniert bei ihm. Meistens aktiviert man den vielleicht in der Nuke-Phase oder ähnliches. Es hat einfach nicht den Effekt, den man haben möchte. Daher lasse ich den hier aus und gehe dabei eher darauf ein, dass ich mir hier aus dem Infanterie-Tree die Stats hole, gerade um den Lebenbereich drum, um meinen Marsch einfach besser zu machen. Aber was nehme ich hier in diesem Tree mit und warum tue ich das? Also, diesen Punkt nehme ich hier oben auf jeden Fall mit, weil nach jedem eingesetzten Skill bekommen wir zu 100%, nicht wie bei Feral Nature, zu 100% bekommen wir Rage regeneriert. Das ist schon mal sehr interessant. Hier links nehmen wir auch noch einige Punkte mit. Wir haben hier das Schild, das bringt uns insgesamt 6% Skill Damage Reduction. Hier erhöhen wir nochmal den Gesamt-Skill-Schaden von uns, beider Kommandanten. Hier bekommen wir wieder nochmal etwas Leben, 2%, auch sehr wichtig. Aber warum lassen wir Klarheit raus? Nachdem wir einen aktiven Skillschaden geused haben, das heißt, auf Guan Yus Skill wirkt es sich nicht aus, sondern auf den zweiten. Aber wir wissen ja, wir pairen Guan Yu entweder mit Charles, hat gar keinen aktiven Skillschaden, Alexander hat nur einen Skillschaden, der prozentual ist, 10% in diesem Fall, und Leonidas, den habe ich noch gar nicht freigeschaltet, zeige ich euch natürlich trotzdem. Bei Charles und Alexander macht es gar keinen Sinn, diesen Skill zu nutzen. Bei Leonidas kann man drüber streiten, sage ich jetzt mal, weil das ist schon fächerförmig, kann mehrere Targets treffen, hat dann insgesamt 600 Skill Damage Faktor, ist schon ganz okay. Kann man nicht meckern, aber da muss man sich entscheiden, okay, gehe ich mehr auf Lebensstats fürs Open Field oder sage ich, okay, ich möchte mal Leonidas Skill Damage increasen, weil auf den Guan Yu Skill Damage wirkt sich das nicht aus. Wie würde es aussehen, wenn ich sagen würde, yo, mir ist es wichtiger, dass meine Nukes heftig sind und mir sind die Stats nicht so wichtig auf dem Marsch in Bezug auf Leben beispielsweise. Dann würde der Skillbaum so aussehen. Hier oben würden wir trotzdem auch wieder bis zum Elite-Soldaten skillen. Wir lassen aber die beiden Punkte hier weg und die 3 Punkte auf dem Leben des Infanterieeinheiten. Dafür machen wir im Grunde genommen hier unten weiter bis zur Klarheit. Das wäre der Nuke-basierte Skillbaum. Wenn wir aber sagen, okay, wir haben dahinter einen Alex oder einen Leonidas, der Skill ist mir nicht so wichtig, dann ist es auch mein Ansatz im Grunde genommen, so verwende ich es auch. Mir sind die Stats wichtiger. Dann geht ihr auf diesen Skillbaum und holt euch den. So, werte Freunde, das war schon meine Folge hier zu den Talent Trees von Guan Yu im Open Field. Welche 2 Optionen habt ihr? Seht ihr euch eher als, ich setze alles auf Nuke?
Oder sagt ihr, ich möchte eher die Stats balancen? Sollt ihr noch Fragen oder Anmerkungen hier zu den Talent Trees haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.